Willkommen bei Besum, dem Podcast, in dem die Sterne, die Wissenschaft und die Menschlichkeit aufeinandertreffen. Hier im Lavatar Lab nimmt dich deine Gastgeberin Miss B mit auf eine Reise durch die kosmischen Geheimnisse der Astrologie, die tiefen Erkenntnisse der Wissenschaft und die wunderbaren Verbindungen, die uns als Menschen verbinden. Bereit, deinen Geist summen zu lassen? Dann schnall dich an und starte mit uns in eine neue Episode von Besum. Herzlich willkommen bei Besum und einer neuen Episode mit Miss B und Rassissa. Danke, dass du wieder dabei bist. Danke, dass ich dabei sein darf. Immer sehr gerne. Wir hatten zwar gesagt, diese Folge ist über Terra, aber Verarscht. ja, heute ist ein Jahrestag und deswegen zelebrieren wir mit euch allen Valentinstag. Und da ist letztes Jahr Be My Cherry online gegangen und gedroppt worden. Und deswegen... Be my Sherry on the Cherries. Be My Cherry on the Cherries. Ich würde sagen, wir stoßen an. Mit den Cherries. Mit den Cherries. Im Glas. Cheers. Ja, welche meintest du denn? Mit dem Glas. Gut. Wir haben auch... was Gebackenes dabei. Tatsächlich mit Kirschen da drin, weil es gab nämlich keine Kirschen zu kaufen. Es ist halt nicht die Zeit momentan. Was sind das jetzt? Auch so was? so Cocktail? Nee, das sind wahrscheinlich diese Nee, das im sind Glas, die Sauerkirschen. Sauerkirschen. Ja. Geil. Und du darfst dich natürlich immer Mir so ein Burrito in den Mund stecken. ja, unsere Produktion konnte die nicht schneiden, weil die nämlich dann nicht mehr schön aussahen. Ja, und Besteck gab's auch nicht mehr, deswegen können wir uns gleich die ganze Rolle einfach rein. Bitte mach es. Bitte, ich bitte dich drum. Gönn dir vom Herzen. Ja, also diese Folge ist Be My Cherry. Und was stellst du dir da überhaupt drunter vor? Kirschen. Ja! Da kommen wir auch zur ersten Frage. Was bedeuten Kirschen für dich? Haben die überhaupt eine Bedeutung für dich? Ja, tatsächlich schon. Oh, Pass auf. was kommt jetzt? Krasse Story. Erzähl. Nee, die Kirsche ist von meiner Tochter im Kindergarten das Symbol. Ah. Welche Bedeutung haben Kirschen in der Literatur, Kunst oder Musik? Sherry, Sherry Lady. Going through emotion. Ja, das... Gute Frage, wollte ich dich gerade fragen. Ich muss da irgendwie ein bisschen an Harry Styles denken. Der trägt auch, Harry Styles? Ja. Warum? der trägt auch oft Kirschen. Hat der mal Und der gesagt, warum? hat auch ein Lied, das heißt Cherry, meine ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine ja. Er hat einen Song, der heißt Cherry. Siehst du, ich bin nämlich ein Harry Styles Fan. Bist du? Tatsache. Krass, wusste ich gar nicht. Nicht auch nicht. Über seine Ex-Freundin. Ja. Er mag auch Cherries. Wie kann uns die Vergänglichkeit einer Kirsche daran erinnern, den Moment zu genießen? Kann man da so einen Heuschrecken einspielen? Genau so. Beyoncé! Die Vergänglichkeit Einer Kirsche. Also jetzt machen wir mal die richtigen Fragen. Jetzt machen wir mal die richtigen Die Fragen. Kirsche wächst in Windeln, aber jede Frucht ist einzigartig. Ein Sinnbild für unsere Gesellschaft? Ja, jeder Mensch ist einzigartig. Ja. Ja. Hä? Ich- Na, das Die stimmt ja Menschen? nicht. Findest du, dass alle Kirschen gleich schmecken? Ja, deswegen weiß ich doch gerade die Menschen. Also Produktion hat sich schon mal durchgetestet. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Gut. Alles klar. Der Valentinstag, der ist ja heute, ne? Hat er für dich eine besondere Bedeutung? Nö. Echt nicht? Voll unnötig. Das ist Feierst Kommerz. du denn nie? Das ist Kommerz. Ich kann die Liebe auch jeden anderen Tag feiern. Also feierst du den Valentinstag nicht?
Nö, ich finde, das ist unnötig. Ich kann die lieber jeden anderen Tag feiern. Krass, das ist sogar eine Frage. Aber gut. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Wieso, wie siehst du das denn mit dem Valentinstag? Ich finde, das ist ein schöner Tag. Ist halt Aber wie jeder andere schöne Tag im Februar. ja, Dabei stehst du doch so auf Rollenspiele. war da Alkohol drin. War da Alkohol drin. Das ist ein besonderes Kirschenrezept, das du liebst oder für dich Tradition hat. Ich finde so einen Kirschstreuselkuchen geil. Echt? Ja? Stehe ich gar nicht drauf. We listen and we don't, Don't judge. judge. Doch, finde ich geil. Also Aber ich finde manchmal jeden judge ich halt Streuselkuchen schon, aber ich bin gar kein Streuselkuchen-Fan. voll geil mit den Kirschen da drin. Oh, kennst du Knüppelberg? Oder das ist nicht nur von Knüppelberg. Es gibt so kleine Marzipantörtchen mit diesen Früchten drinne, diese kleinen viereckigen. Nee, den kenn ich nicht. Die sind geil. Ja? Ich bin kein Marzipan-Fan, aber die sind krass. Ups. Das Da Marzipan. sind ja Kirschen drinne. Ja. Das Ja, also für mich persönlich ist die Donauwelle, ne? war Ich bin dafür, ihr schreibt mal in die Kommentare. Donau oder Streusel. Ja, das würde mich jetzt mal interessieren. Warum wird das ein Krieg? Das sind die Streusel, Mann. Also, das ist die Donauwelle! Donauwelle! Nein, aber klar, es gibt immer mal andere Momente im Leben, ne? Ja. Magst du auch die sauren Momente? Also, wenn es mal nicht so läuft? In der Regel nicht. Magst du Ich nicht? finde schon ganz geil, wenn es so läuft, wie ich das will. Ja, ne? Ich glaube aber, das ist so grundsätzlich der Mensch. Außer, wenn da was Positives draus resultiert. Aber das ist ja abhängig von dir. Ja. Was du am Ende dann daraus ziehst. Aus der, Kirsche. ja, oder aus dem sauren Moment, aus dem bitteren Moment. Natürlich kann man sich Bitter. bitter. Manchmal kann man sich da auch hinsetzen und rumheulen und sagen, ja, das ist jetzt eklig, das ist sauer und das ist bitter. Oder du machst halt Kirschlimonade daraus. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Die gute alte Kirschlimonade. Kirschlimonade. Was glaubst du ist Glück? Glück, Ja? Gesundheit und Familie und Freunde. Ja? Das ist Glück. Und ich meine, wenn man reich ist, ist es noch so ein Plus. Aber Geld ist nicht alles. Wer das sagt, lügt. Aber nein, aber ja, Gesundheit ist, glaube ich, mit Familie ganz weit oben. Und Liebe. Ich glaube, ohne Liebe ist das Leben nicht so schön. Ja. Ja. Aber glaubst du, das ist Glück? Liebe? Ja, Liebe, Familie, Ja, Gesundheit. klar. Die einfach keine Enkelkinder haben oder so, die dann alleine in einem Altenheim hocken. Also, ich glaube nicht, dass das. Also, ich persönlich finde das nicht. Also, ich persönlich würde auch glücklich sein, wenn ich keine Kinder habe oder keine Enkelkinder, die mich pflegen müssen. Na, ich meine, wenn Im du ganz Nachhinein. allein bist. Ja. Weißt du, es gibt Leute, die sind gerne alleine. Weißt du, Glück kann ja jeder für sich definieren, wie er möchte. Das stimmt. Ja, Ja. was ist für dich Glück? Für mich ist Glück. Reisen. Nee, Nein. kennst du diese Momente? Also, ehrlich gesagt, glaube ich gar nicht so an Glück. Bin ich ehrlich. Und wenn dann so Momente sind, wo du dich fallen lässt und du gefangen wirst. Das ist, wenn dann für mich Glück. Weißt Aber du? wer fängt dich denn? Ja, das ist ja dann, woran du glaubst, ne? Ah. Könnte Gott sein, könnte Universum sein, höheres Selbst, wie auch immer. Wo auch immer du dran, Engel, auch immer du dran glaubst. In Japan wird die Kirschblüte gefeiert. Sollten wir auch die Kirschen selbst mehr zelebrieren? Haben die dann, ist es nicht einfach mit den, ne, was feiern die denn da? Ja, die Kirschblüten. Ich finde den Baum unnormal schön. Ich habe Mhm. den auch in meinen Garten gepflanzt. Die Kirschblüte, ja. Ich finde die voll Der ist auch schön. wirklich schön. Ja, Ich der finde ist den super auch schön. toll. Ich finde, man könnte mehr davon hier pflanzen. Das Ja. auf jeden Fall. Ja, Und Feierfeste sind immer gut. Egal was. wir feiern einfach das Leben. Ja, wir feiern einfach uns. Ja, das auch.
Die Kirschblüte, die verblüht ja immer sehr schnell. Die blüht sehr schnell auf und verblüht auch sehr schnell. Das stimmt. Und ich glaube, dass man das so zelebriert, dass man für uns ist ja das Leben vielleicht lang, aber im Gegensatz zum ganzen Universum, da gibt Ja, es ist ja voll keine kurz. Zeit. Wir sind Das ist einfach ein ganz kurzer. Ja. Wimpernschlag, ne? Und da ist einfach jeder Moment so kostbar, auch wenn er mal nicht so toll ist oder auch wenn man mal aneinander gerät mit jemandem, den man Ja. vielleicht auch sehr gern hat oder liebt. Ich glaube, das ist alles wichtig, um sich auch vielleicht weiterzuentwickeln. Und wenn man diese Momente auch nicht wertschätzt oder wahrnimmt, dann wird es, glaube ich, richtig schwierig. Ja, check So, ich. gibt es in deiner Familie oder Kultur besondere Bräuche rund um die Kirche? Macht ihr irgendwas mit Kirschen? Nee, ne? Kirschstreusel. Kuchen. Tu dann die Kirschlimonade, das habe ich verstanden. Nee, Nee, ne? nö. Also ich bin finde, auch mal so am also überlegen, aber in Deutschland hier wird gar keine gar Frucht nicht so, ne? gefeiert. Ich finde, wir machen jetzt hier einfach mal, also ich meine, wir haben damit angefangen letztes Jahr. Wir machen jetzt unser eigenes Ritual mit Kirschen. Und zwar zum Valentinstag gibt es leckere Kirschen. Egal, wo ihr die reintun könnt. Wir haben jetzt hier natürlich ein alkoholfreies Getränk mit Cocktailkirschen. Ist ganz lecker, oder? Ja, ich find's mega lecker. Ja, und Ich liebe auch die Cocktailkirschen. ja. Sind lecker. Hm. Und im Sommer esse ich auch so gern Kirschen. Du müsst auch gleich mal was Ja. essen, ne? Möchtest du mal reinbeißen und den Leuten sagen, wie es schmeckt? Ich finde, wir sollten zusammen Reinbeißen. reinbeißen. Und welches möchtest du denn? Was ist Marzipan? Ich beiß einfach rein. Aber du magst doch kein Marzipan. Ich probiere. Okay. Ja, Dann beiß klar. ich ins Weiße rein. Auseinanderfällt. Ich kann Scheiß drauf. Mhm. 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 Welches findest du besser? Welches findest du besser? Mhm. Ist Entschuldigung. Mhm. Ich möchte ja auch noch einmal. Mhm. Mhm. Die schmecken beide gleich. Denn Be My Sherry. Cherry. Also ab heute, ab diesen schönen Valentinstag, bringen wir die Kirschen nach Deutschland. Wir machen das. Wir machen's möglich. Lavata. Jetzt available. In jedem Erhältlich. Obi. Was ein Obi? Ja, könnt ihr eure Kirschen einpflanzen gehen. Mhm. Oder man kann auch einfach das T-Shirt kaufen. Be Ach My ja, Sherry. stimmt. Wir Aber verkaufen ja alles cool. T-Shirts. Also, welche Rollen spielen Kirschen in Mythen, Märchen und Redewendungen? Zum Beispiel, mit mir ist nicht gut Kirschen essen. Das habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Nein. Sagt man das so? Das hört man doch so, oder? Ich hab's halt auch nicht so ganz so mit den Redewendungen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht schon wieder irgendwas verdreht. Mit mir ist nicht gut Kirschen essen. Ja, ist richtig, okay. Crazy. Das sagt man, wenn, kommst du mit jemandem nicht gut aus. Mit mir Mhm. ist nicht gut Kirschen essen. Wer kennt's nicht? Die Kirschwittchen. Keine Ahnung, ich kenne auch keine Mythen und Prinzessin auf der Kirsche. Gut, ich kenne da also tatsächlich doch eine Mythe, würde ich jetzt mal sagen. Sagt dir Aphrodite was? Ja. Kennst du Aphrodite? Persönlich nein. Was weißt du über Aphrodite? Ist das nicht irgendwie so eine... Ist das nicht so eine Liebesgöttin? Das ist eine Liebesgöttin. Ist Hast du schon recht. eine Liebesgöttin. Hast du eine Rede. Es gibt auch Aphrodisiakum. Gibt's auch. Mhm. Ja, die Aphrodite, die gute Frau. Ja. Aphrodite ist eine faszinierende und vielschichtige Göttin, die bis heute eine wichtige Rolle in der Kunst und Kultur spielt. Sie verkörpert die zeitlosen Themen Liebe, Schönheit und Sinnlichkeit und erinnert uns an die Bedeutung dieser Werte in unser Leben. So, Live. dazu kommt, dass die gute Frau, dass die gute Göttin, die ist übrigens eine griechische Göttin, die findet man auf dem Olymp,
Die Aphrodite, die wird halt auch oft mit Kirchen in Zusammenhang gebracht. Wegen ihren Kirchen. So, kennst du dann den Zusammenhang mit Aphrodite und Freitag? Weil heute ist ja auch ein Freitag. Gut, Freitag. Der Freitag ist ein Wochentag, der Göttin Venus gewidmet wird, also auch Aphrodite, der römischen Entsprechung von Aphrodite. Wie schön, dass heute Freitag ist. Nein, wie schön, dass heute Freitag ist. Also in Zukunft, immer wenn Freitag ist, ehre die Göttin Aphrodite. Danke, Kuss. Was bedeutet für dich wahre Liebe und wie zeigst du deine Zuneigung? Das ist jetzt eine ein bisschen schwierigere, eine tricky Frage. Fangen wir an mit, was ist für dich wahre Liebe? Wahre Liebe. Ja. Boah, finde ich voll schwer. Ja? Auch nochmal. Ich glaube, für mich ist wahre Liebe, dass du bedingungslos liebst. Das bedeutet... Ich finde, Ja. du musst dich aber auch geliebt fühlen. Auch, ja. Aber das ist dann ja schon wieder eine Bedingung, ne? Tja, ich bin anscheinend nicht bedingungslos. Ja, keine Ahnung. Also wir reden ja von der wahren Liebe. Ja. Ich muss da persönlich so an Mutter-Kind-Beziehungen jetzt denken. Ach so, ja. Das ist ja, ja auch, klar. es ist ja eine wahre, also für mich, Aber das es ist auch ist die eine bedingungslose Liebe. das ist die bedingungslose Liebe, ne? Ja, Also, nee, dass du stimmt. dein Kind, es gibt wahrscheinlich auch Leute, die Ja. nicht so sind. Also, Okay. ne, Mutter-Kind-Beziehung Ja, ist safe. ja oft so, dass du bedingungslos dein Kind liebst. Es sollte so sein. Ne? So kann man das doch sagen. Ne? Ja, und dass da Fehler passieren oder dass jemand auch mal Fehler. Fehler macht, liebst du es doch trotzdem noch, Ach so, ja. oder nicht? Auf jeden Fall. Ne? Also ich weiß nicht, so Gäb's mit für dich Mord und sowas Ja, ist da wollte ich gerade fragen, schwierig. gäbe es für dich einen Grund, wo du sagen würdest, boah, Alter, das ist... Aber grenzwertig? weiß ich nicht, tatsächlich. Ich glaube, da steckst Also, du nicht drin. Ja, glaube ich auch, ne? Und wenn es wirklich eine bedingungslose Liebe ist, findest du vielleicht sogar auch In solchen Situationen. in solchen Situationen Verständnis, warum das passiert ist. Ne? Deswegen, das ist, wenn ich an wahre Liebe denke, denke ich an sowas, an dieses bedingungslos. Das ist für mich wahre Liebe. Ja, check ich. Doch, Ne? Weißt du, wie ist ich gut. das meine? Ja. Mit Männern oder Frauen finde ich das immer sowieso sehr Glaubst du, schwierig. es gibt die wahre Liebe da? Romantische. Meinst du, es gibt die wahre Liebe? Also jetzt mal Mutter-Kind-Beziehung und so alles außen vor. Glaubst du, es gibt die wahre Liebe? Ich persönlich glaube schon, dass es die gibt. Aber ich glaube, dass es nicht so viele Leute sind, wie die meisten. Ja. Ne? Also, ich will jetzt niemanden verurteilen, aber Ich wer glaube- von Beziehung zu Beziehung springt, kann mir nicht erzählen, dass das wahre Liebe Ja, ist. ich glaube aber, das Problem ist auch, dass sie eine falsche Vorstellung von der wahren Liebe haben. Ja. Ja. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass auch Liebe viel Kompromisse eingehen muss. Und sie ist nicht perfekt. Und sie ist nicht perfekt. Das auf jeden Fall. Wie zeigst du deine Zuneigung? Eine Zuneigung. Was ist so hast du ein, wie nennt man das? Love Language. Ja, Love Language. Der Physical Touch, Genau. also Berührung. Oder durch Geschenke geben oder durch Zuhören, Words of Affirmation, also Worte. Es gibt nicht nur eine. Glaube ich auch nicht. Kommunikation. Nee. Ich glaube, das ist Aber so was ist das so bei dir? Also am ehesten. Ja, was brauchst du vielleicht? Was ich oder, brauche? Ja, oder wie zeigst du? Also ich kann sagen, was ich brauche. Vielleicht Ja. zeige ich das dann ja dann auch selber Kann so. gut Ich sein. achte da ja nicht drauf. Ja. Aber bei mir ist das so, du kannst mir zwar sagen, dass du mich liebst, aber ich muss das auch merken. Weißt Mhm. du, ich kann ja jedem x-beliebigen Vollidioten auf der Straße sagen, ey, ich liebe dich. Ja, ich klar. liebe sie. Sache ist, Du sagst brauchst die das. Handlung. Ja, und die andere Sache ist, du machst das auch. Ja, Und das ist für mich, das brauche ich. das brauchst du. Ich brauche Taten. Ja. Und so anfassen, brauchst du das? Ja, manchmal, also ich habe manchmal so Momente, da brauche ich das nicht. Da bin ich auch gerne so für mich, aber ja, ich habe auch so Momente, wo ich das schon ja. haben Nee, möchte. da bin ich voll bei dir. Das sehe ich ganz genauso. Aber also. ich schenke auch gerne tatsächlich beschenken. Aber ich glaube, das ist bei mir generell so. Ich glaube, ich habe da auch so einen Mix aus allem irgendwie. Ja, deswegen. Also wenn ich jemanden liebe, dann mache ich gerne Sachen für den. Und oder zuhören, finde ich, gehört zu einer Ja, Beziehung voll. halt dazu. Also Aber ich glaube, das ist so ein Frauending. Oder? zuhören. Meinst du, Männer hören zu?
Ich glaube oft, das ist so. Nö. Nein, die hören nicht wirklich zu. Nee. Nein, die hören auf Die jeden sind Fall nicht anwesend und damit zeigen sie Nee. ihre Liebe. zu. Anwesend liegt an keiner zu Hause. Ja. Ja. Wenn du einen Superhelden mit speziellen Kräften für den Valentinstag erfinden könntest, welcher wäre das? Oder wie sähe der aus oder was könnte der? Ein Superhelden. Jupp. Aber haben wir dann nicht schon einen? Äh. Mit seinem Pfeil und Bogen? Das ist doch Amor. Ja. Das wäre dein Superheld und was könnte der dann? Leute abschießen. Findest du das ethisch korrekt? Also findest du das also sagen wir mal, das würde jetzt gehen, ja? Du könntest jetzt so einen Amor bestellen und sagen, Ey, Du, Typ, komm mal rum, du komm musst mal mir da rum. mal jemanden, ich hätte gern den und den, kannst du den mal abschießen, dass der Damit auf es- mich steht? Nee, das ist scheiße. Findest du das? Nein, Also, das ist nicht gut. boah, also ich würde das nie machen. Ich glaube, das bringt auch gar nichts, weil dann ist er ja nur unter diesem Bann mäßig. Und weißt du, was da rauskommt? Was kommt da raus? Voldemort. Dann mach's doch. Mach's, do it. Nicht mal. Oh meine Güte. Nein, das ist doch tatsächlich deren Ja, ich Geschichte, weiß. ne? Die Das Mutter war aber hat mit dem doch Liebestrank. Ja, Liebestrank und den dann irgendwann hat sie es abgesetzt. Stimmt. Und dadurch kann Voldemort keine Liebe fühlen. Ja. Also, warte mal, wir müssen zum Superhelden zurück. Was Ach wäre so, eine ich dachte, geile das wäre- Superkraft? Weißt Weißt du, was cool eine find? richtig geile Superkraft wäre? Am Valentinstag dein Date da haben können, wo auch immer du willst. Er appariert dich dann so dahin. Oh, das ist cool, ja. Geil, ne? Oder so ein Portal öffnet. Ja, wir machen jetzt einen Ausflug. Heißluftballonausflug da in der Türkei. Könnt ihr ja Äh. mal kommentieren. Also ich finde, das sollte auch so einer sein, also eine Gabe des Superhelden finde ich schon mal geil. Geil, ne? Ja, voll. Aber ich finde, der sollte auch Auch so... für die Armen unter uns, Das ist schön, das hast du die schön nicht gesagt. reisen können. So auch an die anderen denkst, finde ich schön. Ja, in dem Falle denke ich tatsächlich auch an mich selbst. Oder da. Kauf dieses T-Shirt. Sonst komme ich zu euch nach Hause. Mit Pfeil und Bogen. Ich muss sagen, bis jetzt ist die beste Podcast-Folge ever. Ja. Ist voll lustig. Ich finde uns halt voll Ich witzig. finde das auch richtig lustig. Also, Weißt du, von wem ich die Witze am meisten feier? von wem? Von mir selbst. Und jetzt noch mal zum Superhelden. Ich finde, der sollte auch noch Kirschen erschaffen können. Warum? Because be my Sherry. Gut. Also ich finde nicht die Cherries, sondern die Cherries. Hast Weil du, das bringt hast ja du eine keinem was. Lieblingsfarbe, was so Sherrys angeht? Also, es gibt ja pinke Sherrys, es gibt Muss ich gerade verarschen? Ich mach mich gleich in die Hose. Ja, wer kennt sie nicht? Die blauen Kirschen, die grünen Kirschen. Nein, ich musste gerade daran denken, dass ich halt rot. Ja, die Farbe einer Kirsche. Die Farbe einer Kirsche. Aber es gibt ja auch hier, guck mal, das ist ja kein, das ist Das ist ja auch kein keine Burgunder. Kirsche. Das ist Cocktailkirsche. Scheiß Chemie ist das. Okay. Dann braucht man einen speziellen Tag, um seine Liebe zu zeigen, oder sollte man das jeden Tag tun? Das ist unsere letzte Frage, die Ich du wusste schon das. das ist einfach hervorgesehen. Ja, ich hab's Oh vorgesehen, mein Goodness. dass meine Superkraft In die Zukunft gucken. in die Zukunft, durch die Papiere da gucken. So sollte man jeden Tag einfach zeigen, ne? Aber es Ja. ist manchmal schwierig. Ja, natürlich Ist kannst du manchmal- es nicht hin. Ich finde, vielleicht kann man dann am Valentinstag irgendwie was Besonderes, Special-mäßiges machen. Ja. Wie der Heißluftballonflug. Den Mit da. dem, wie heißt eigentlich unser Superheld? Voll süß. Oder Eve, ne? Wally und Eve. Das sind die zwei. Es gibt eine Frau und es gibt einen Mann. Okay. Ja, die müssen sich die Aufgaben teilen und deren, Voll süß. und Ich deren finde, das Spruch passt auch voll ist, zu Wally. Be my Sherry. Boah, das kommt böse. Richtig cool. Aber auch machen Be my Sherry. Ja. Love it. Okay, also ist manchmal schwer, am jeden Tag auch den Leuten, die man wirklich liebt, zu sagen, dass man sie liebt. Nein, das Sagen ist nicht schwer. Das Zeigen Findest ist du? schwer. Ich finde es Das auch manchmal sagen- schwer zu, also ja, ich tue mich da auch manchmal schwer. Und wenn es nur meine Eltern sind jetzt zum Beispiel, denen jeden Tag zu sagen, ich liebe dich. Nee, fällt dir nicht schwer? Achso, also, keine Ahnung. Sagst du das jeden Tag? Nein, ich sag's eigentlich gar nicht. Ja.
Aber ich finde, das zu sagen ist doch so, das zu sagen ist doch so einfach. Du kannst ja einfach sagen, ich liebe dich. Und du musst es nicht mal so meinen. Weißt du, was ich meine? Deswegen meine ich, du musst es auch zeigen. Weil dann merkst du erst, dass die Person das so meint. Die Intention dahinter, die sollte schon stimmen, ne? Also wenn du jemanden sagst, dass du ihn liebst, dann solltest du es auch meinen. Und zeig den Leuten, die ihr liebt, dass ihr sie liebt, sagt es ihnen, wenn die Intention dahinter auch ist, ich liebe dich. Und feiert Kirschblüten, esst heute ganz viel Kuchen, Schokolade, Kirschen. Ich hoffe, ihr kriegt auch wunderschöne Blumen geschenkt. Ja, das ist ganz wichtig. Okay. Blumen zu schenken. Und das nicht nur am Valentinstag. Magst du keine Blumen? Ich liebe Blumen, deswegen ist sag's doch was doch. Schönes, ja. Und nicht nur am Valentinstag, sondern bringt eurer Frau jede Woche frische Blumen mit. Ja. Bin ich dafür. Petition. Petition. Ist gleich eröffnet. Hier unten einmal eintragen. Jede Frau einmal bitte eine Blumen-Emoji, egal welche Blume. Am besten eine Kirschblüte. Drunter posten. Und ich würde sagen... Prinzessin auf der Kirsche. Ja, ist jetzt Peace and Out. Wir haben das Ende dieser Folge erreicht. Hinter mir wird auch schon gefächert wie sonst was, weil die Kamera heiß wird. Wie geht's eigentlich unserem Fußmasseur da unten? Der kriegt später sein Geld, der muss noch arbeiten. Kriegt seine Kirschen. Nein, feiert schön den Valentinstag. Wir haben euch trotzdem lieb. Ja. Auch wenn ihr gerade alleine seid, feiert mit uns. Cheers. Cheers. Auf die nächste Folge. Und, Ex oder, ne? So weißt schon. Weißt. Runter damit. Oder schwimmen. Schwimmen? Wo hast du geäxt? Ich hab's doch nur zu dir gesagt. Ach so. Ja, dann, ich spring mal in unserem Pool. Ja. In den kirschblauen Pool. Okay. Auf Wiedersehen. Kuss mit Schluss und da ging auch gerade das Perfekt. Das war es für diese Episode von Bisum. Vielen Dank, dass du mit uns gereist bist durch die Sterne, die Erkenntnisse und die Geschichten, die uns verbinden. Vergiss nicht, jeder von uns ist ein kleiner Teil eines großen, wundervollen Universums. Bis zum nächsten Mal, bleib neugierig, bleib menschlich und lass deine Gedanken summen. Ich füge das hinten dran. Und weil es sich gelohnt hat, dass ihr bis zum Ende geguckt habt, hier Behind the scenes. Ich möchte jetzt 1000 Nüsschen haben für meinen Rock. Okay. Aber richtig, ne? Richtig so. Okay, das krieg ich hin. Und bitte, ich bin ein taubes Nüsschen, yeah! Du bist ein taubes... Hä? Ich bin ein taubes Nüsschen, yeah! Achso, doch. Was laberst du? Ich hab die SpongeBob-Version gemacht.